Okay, wir erklären die freie Stationierung. Wir haben also unser Ding, was wir einmessen möchten. Hier ist unser Grabungsschnitt. So, Grabungsschnitt. Den möchten wir einmessen. Wir haben verschiedene Fixpunkte. Hier haben wir zum Beispiel Fixpunkt 1. Hier haben wir Fixpunkt 2. Damit haben wir eigentlich schon alles, was wir brauchen. Besser ist natürlich, wenn wir vielleicht noch hier einen Fixpunkt 3 haben. Vielleicht auch noch, ja, jetzt gehen wir schon sehr in die vollen Fixpunkt 4 und so weiter und so fort. Das Wichtige ist bei der freien Stationierung, dass wir nicht darauf angewiesen sind, genau hier aufzubauen, da oder dort, sondern wir können unser Messgerät an jedem Punkt aufbauen. Wir können hier aufbauen, wir können da aufbauen, für diejenigen von uns, die faul sind. Wir können auch hier aufbauen. Überall beliebig können wir aufbauen, um unsere Vermessungen durchzuführen. Wichtig dabei ist, dass die Fixpunkte in einer bestimmten Lage zueinander liegen. Richtig dumm wäre, wenn ich zum Beispiel hier aufbaue. Und dann zum einen, ich nehme mal eine andere Farbe für, auf diesen Fixpunkt schieße und auf diesen Fixpunkt. Dann dieser Winkel hier, der ist viel zu klein. Das ist dumm. Besser ist wirklich, ich stelle mich hier hin oder hier hin, dann kann ich zum Beispiel auf diesen schießen und auf diesen, ich habe ja einen schönen großen Winkel, das ist gut. Dazu vielleicht noch, diese Fixpunkte sind sehr schön. Es gibt natürlich faule Menschen unter uns, die einen Fixpunkt hier machen, einen Fixpunkt hier, einen Fixpunkt hier und dann glauben, man könnte ja einfach auf diese Fixpunkte schießen. Auch nicht gut. Wir kriegen einen Fehler, weil die Distanz viel zu klein ist im Verhältnis zu dem, was ich vermessen möchte. Ich habe immer einen Fehler von 1 bis 2 cm in meiner Tachystange. Die kann ich auf diese Entfernung haben oder auf diese Entfernung. Was ist da wohl genauer? So oder so, wir nehmen jetzt hier unsere Station, machen eine Messung auf Fix 2. Wir machen eine Vermessung auf Fix 1 und schon jetzt ist er in der Lage, er kennt ja die Koordinaten von hier. Er kennt die Koordinaten von hier. Er kennt diesen Winkel. Er kennt auch den Winkel, den er jeweils zum Boden hin hat. Und daraus kann er hier seinen Rechts-, Hoch- und Z-Wert errechnen. Noch viel besser ist es natürlich, wenn ich auch noch den hier schieße, weil dann kann er auch noch den Fehler berechnen, wie genau er ist, und diesen Fehler ausgleichen. Alles wird besser. Und von nun an kann er auf einen beliebigen Punkt hier, hier, hier oder hier, die kann ich jetzt von meinem Tachymeter aus schießen und sie alle haben dann Rechts-, Hoch- und Höhenwerte in dem von mir gewählten Koordinatensystem.